perfekte Nutenfräsen mit der Oberfräse, mit der Einhandfräse, ohne Messen, ohne Anzeichnen und ohne irgendwelche Einstellungen oder auch sogar ohne Frästisch. Und jetzt mal ganz ehrlich, warum machen das so wenig Leute? Ich zeige dir heute zwei Fräsanschläge, 90 und 45 Grad, und die sind so simpel aufgebaut, dass du dich am Ende wirklich fragst, warum du das nicht schon längst selber so gebaut hast. Wer von euch da draußen kennt dieses Problem? Man will mit einer Oberfräse eine schöne Nut fräsen, um zum Beispiel ein Holz einzulassen. Anzeichnen, messen, nochmals messen, anschlagen, fräsen und hoffen, dass es dann am Schluss wirklich auch passt, und dann kommt das Ergebnis raus. Man ist aber trotzdem minimal daneben, und das ist einfach nervig. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ich habe auch schon mal solche Fräs-Nut-Vorrichtungen eigentlich gebaut. Das ist diese kleine hier. Diese Videos kann ich euch natürlich nochmal dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Das Ding funktioniert auch gut. Ich muss aber trotzdem einen Anschlag haben und das Ganze dann ausrichten und messen. Das muss ich damit trotzdem machen. Dann gibt es noch so eine ganz andere große Fräsvorrichtung, die funktioniert auch noch ganz gut. Das ist so ein Anschlagswinkel. Das kann ich euch, wie gesagt, alles nochmal verlinken. Aber ich will das Ganze jetzt mit einem festen Winkel machen. Das heißt 90 Grad, 45 Grad anlegen, festzwingen, bam, durchfräsen, und schon habe ich meine perfekte Nut erreicht, um irgendwas einzulassen oder wie auch immer. Und das wollen wir uns heute einfach mal bauen. Und diese Videos, die gibt es schon zu zig auf YouTube. Da gibt es bestimmt schon so einige solche Anschlag-Fräswinkel. Aber das macht ja nichts. Wir bauen uns trotzdem heute einfach nochmal diese zwei Winkel, und da nehme ich euch heute einfach mit. Die Idee dahinter ist sowas von simpel und einfach. Zwei Anschläge, einmal 90 Grad, einmal 45 Grad, die mir die Position immer automatisch vorgeben. Das heißt einfach anlegen, festspannen, fräsen, und schon habe ich meine perfekte Nut erreicht. Und genau das funktioniert, wenn du dir eine fest definierte Fräskante damit erzeugst zuerst. Das wird ein verdammt schnelles Video mal wieder werden, denn diese Vorrichtungen sind in 10 Minuten gebaut, ist überhaupt kein Stress. Was werden wir verwenden? Natürlich nehmen wir wieder Restmaterial, was einfach so ein bisschen noch mal rumliegt, kostet uns schon nichts. Oder im Baumarkt könnt ihr auch mal so Restekiste schauen, kostet ein paar Cent, und könnt ihr dann mitnehmen. Was könnt ihr sonst noch verwenden? Einfach nur ganz normales Holz. Es sollte einfach nur gerade, sauber und verzugsfrei sein, und das ist mit diesem Fall, mit diesem Material ist es so Fall. Also Multiplex könnt ihr auch noch verwenden und so weiter, was ihr halt einfach noch mal rumliegen habt. Wie gesagt, die Idee dahinter: wir brauchen jetzt daraus einfach zwei verschiedene Bretter. Die müssen wir dann im festen Winkel verleimen. Einmal mit der Fräse müssen wir es einfräsen, und diese Fräskante ist dann später deine exakte Referenzlinie. Also ich würde mal sagen, ab an die Tischkreissäge und erstmal ein bisschen was raussägen. Das geht schnell. Schaut's mal, die ersten zwei Stücke sind da, die anderen Stücke auch schon. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch miteinander verbinden, und jetzt ist es ganz wichtig, und zwar, das ist das Wichtigste überhaupt. Wir müssen genau bei diesem Modell jetzt hier, die 90 Grad Winkel, müssen wir den Winkel exakt anlegen. Denn wenn es nicht passt, ist später alles falsch. So, also übrigens, wie breit und wie lange das Ganze machen wollt, das ist natürlich euch selber überlassen, je nach Fräse und je nachdem, welche Größen ihr dann natürlich fräsen wollt. Ich mache es jetzt einfach mal so. Abgeschnitten ist es sehr schnell, und Neues gebaut ist auch sehr schnell. Wichtig ist einfach nur, dass ihr hier genug Platz habt, euer Fräse anzulegen. Und ich habe das jetzt nicht zu kurz gewählt. Ihr hättet es noch kürzer machen können, aber ich habe dann eine richtig schöne lange Auflagefläche. So, also absolut wichtig, wie ihr das Ganze anlegt. Wir werden das Ganze jetzt miteinander verleimen. Ich werde es schießen. Ihr könnt es natürlich auch schrauben, aber das ist natürlich euch auch selber belassen.
So, einmal 90 Grad, einmal 45 Grad. Übrigens, ihr könnt natürlich eure Wunschgradzahl selber hier einstellen. Also das ist kein Stress, von dem her ist schnell gebaut. Jetzt brauchen wir aber noch jeweils 4 Bohrungen, also jeweils 2 Bohrungen hier und 2 Bohrungen hier. Warum 2 Bohrungen? Einmal muss ich natürlich hier Platz für meinen Fräser schaffen. Das heißt, dort wo der Fräser läuft oder runterkommt, dort bohre ich jetzt mit dem 20er Forstnerbohrer einfach ein Loch rein. Das genauso mache ich bei dem 45 Grad Anschlag. Kein Stress. Und jetzt kommt's, jetzt ist natürlich so, wenn wir das Ganze natürlich fest zwingen wollen. Ihr seht, wenn wir jetzt Einhandzwingen verwenden, dann komme ich nicht hin zum Festzwingen. Deshalb muss ich hier noch einen Schlitz reinmachen. Das heißt, hier mache ich noch einen Schlitz rein, je nach Breite eurer Zwingen natürlich, hier diese Breite und dort noch rein. Das könnt ihr mit einem Bandsäge machen, mit der Stichsäge oder sonst irgendwas. Hier noch eine Bohrung. Und ihr seht, dort würde es gerade noch so funktionieren. Schaut, so könnte ich das mit einem normalen Zwingen, funktioniert es. Hier bräuchtet ihr keinen Schlitz, aber ich will es natürlich so hinspannen, von der Seite hinspannen. Deshalb mache ich hier noch einen Schlitz. Bei den 45 Grad ist es ein bisschen anders. Dort funktioniert es auch ohne Schlitz. Ihr könnt natürlich, je nachdem wie ihr festspannen wollt, auch noch hier einen Schlitz reinmachen. Aber ihr seht selber, bei den 45 Grad komme ich auch noch so hin zum Spannen, um das Ganze festzuzwingen. Also, machen wir das mal. Mann, das ging jetzt verdammt rasend schnell. Jetzt müssen wir nur noch einen Arbeitsschritt machen, einfräsen. Und jetzt noch vorab noch was ganz Wichtiges, und zwar die Fräsergröße, weil die müssen wir fest definieren. Das heißt, ihr könnt dann zwischendrin keine Fräser mehr wechseln. Ihr müsst dann eure Wunschgröße von Fräser dann auch immer einsetzen. Aber warum ist das so? Wir werden das Ganze ja praktisch jetzt einfräsen. Das heißt, wir werden da einmal durchfräsen und diese Fräskante ist dann praktisch unsere Referenzlinie, wo wir dann praktisch immer anlegen können. Deshalb kannst du zwischendrin einfach nicht mehr, jetzt haben wir hier einen 8er oder dann mal einen 20er einsetzen oder so. Also ihr müsst euch jetzt vorab klar werden, welche Nuten ihr fräst. Also ich würde dann eher so ein bisschen einen kleineren nehmen, damit ihr auch verschiedene Größen an Nuten fräsen könnt, weil ihr könnt das Ganze immer ja verschieben und das zeige ich euch natürlich gleich. Aber jetzt, wie gesagt, werden wir es jetzt erstmal einfräsen. Ich werde hier einen 8 mm Fräser benutzen. Ihr könnt natürlich eure Wunschgröße selber definieren. So, also das Ganze einfach, nehmt ein Opferbrett, spannt das Ganze hier schon fest im 90 Grad Winkel. Perfekt. Und schaut mal, wie schnell das funktioniert. Fast festspannen. Und jetzt können wir es einfräsen. Das gleiche machen wir jetzt auch mit unserem 45 Grad Winkel. So Leute, und jetzt schaut's mal. Das meinte ich damit, ihr habt jetzt immer den gleichen Fräser zu benutzen, denn wir haben jetzt hier einfach eine richtig schöne scharfe Referenzkante. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Nut fräsen will, wo ich was einlassen will, dann kann ich jetzt meinen Winkel genau hier anlegen. Das heißt, ich lege es genau am Strich hier an und kann hier und weiß ganz genau, wo der Fräser fräst. Danach verschiebe ich das Ganze dann praktisch an die nächste Kante oder beziehungsweise je nachdem, wie stark das Ganze ist, schiebe es dann halt nochmal einmal rum, setze das Ganze an und kann dann nochmal durchfräsen. Und so habe ich meinen exakten Schnitt einfach erreicht und das werden wir jetzt mal machen. Wir wollen jetzt da mal unsere Nut hier reinballern. So, das Ganze wieder abmachen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es passt. Ja, hier ist es ein bisschen, das ist ganz klar, wenn ich jetzt so rumgefräst habe, ich hätte andersrum fräsen müssen, dann wäre es besser gegangen und da wäre es nicht ausgerissen hier. Also achtet drauf, wie rum ihr natürlich eure Fräse haltet. Das war jetzt nicht sehr klug, aber egal. Gut, wir wollen ja trotzdem schauen, drehen wir es einfach um. Das schaut sauber aus. Und jetzt schleifen wir es nochmal ganz kurz, dass da ein bisschen der Span da weg ist. Und dann wollen wir mal schauen, ob es passt. So, dann testen wir es mal. Ist schon mal schön eng.
Ah, perfekt. Schaut's mal, wie schön das richtig schön perfekt da reinpasst. Also echt super gefräst und das wirklich absolut im 90-Grad-Winkel. Das wollen wir jetzt auch noch mal testen. Legen wir das mal Ganze an hier. Ja, schaut's mal, perfekt. Perfekte 90 Grad. So wollen wir es doch haben, oder? Und es so schnell. Perfekt. Grad gehen ja ganz genauso und das wollen wir natürlich jetzt auch mal, ich wollte es noch mal testen. So, schieben wir mal unser Brettchen rein. So, dann schauen wir mal, aber eng ist es auf jeden Fall mal. So, perfekt, hält und hat keine Luft mehr. Perfekt, also wirklich, man kann da sowas von genau fräsen. Super. Jetzt würde es mich aber von euch interessieren. Würdet ihr sowas anwenden? Habt ihr vielleicht schon diese Vorrichtungen euch schon gebaut und habt sie schon in Benutzung? Mich würde das mal interessieren und ballert das unten mal alles in die Kommentare rein. Und jetzt werden sich bestimmt einige da draußen wieder fragen, warum mache ich das Ganze nicht verstellbar? Klar, könnte man machen. Also das Ganze praktisch im Winkel verstellbar. Hier einfach eine Schraube in der Mitte rein, einlassen unten die Schraube und das Ganze dann vielleicht sogar noch mit Skala arbeiten oder so. Ja, könnte man machen. Aber dann bist du ja da wieder, wo du vorher genauso warst. Und davon wolltest du ja praktisch weg. Also das heißt, ich habe ja dann keine Referenzkante. Das ist ja unsere Referenzkante, die ich habe. Dort lege ich ja meine Nut praktisch an und kann dann auf ein Zehntel genau fräsen. Und das habe ich natürlich nicht mehr. Wenn ich jetzt praktisch das wieder als Winkel verstellen kann, dann ist ja wieder so, dass ich auch wieder eine andere Schnittkante hier habe. Also das ist für mich dann ehrlich gesagt total sinnlos. Dann kann ich auch jeden anderen Winkel wieder nehmen zum Fräsen. Aber wer natürlich so ein System will, der kann das Ganze natürlich auch verstellbar machen. Aber ich will ein System, das einfach funktioniert, ich einfach anlegen kann und dann 100% genau fräsen kann und das ohne groß messen oder nacharbeiten oder Verstellerei oder sonst irgendwas. Was meint ihr? Übrigens, ich werde euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Die Fräser, meine Bohrer und alles, was ihr im Video gesehen habt, werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut's da einfach mal drauf. So, jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen Fazit. Ich finde die Dinger eigentlich relativ cool, denn ich kann einfach ganz schnell Nuten fräsen, immer passgenau, Holz einlassen und das ist einfach eine saubere Passung. Und jetzt kommt der ganze Unterschied, wenn man es jetzt nicht mit den Dingern macht, dann muss man jedes Mal messen, muss man nachjustieren, muss man nochmal kontrollieren und hier kann ich einfach anlegen, zack, bumm, durchfräsen und ich habe meine perfekte Nut und das natürlich jedes Mal aufs Einzelne immer wieder gleich und genau. Und der Witz ist ja auch, das ist in keinen 10 Minuten gebaut. Das sind einfach nur 2 Bretter im 90-Grad-Winkel verleimt, beziehungsweise in eurem Wunschwinkel. Und das Ergebnis ist perfekt, muss ich sagen. Es spart dir jedes Mal Zeit und vor allem vielleicht auch Nerven. Ich habe euch ja gesagt, es wird ein super schnelles, kurzes Video, weil ist ja sowas von easy gebaut und gibt es ja eigentlich zu Genüge im Internet, aber vielleicht habt ihr das noch nicht ganz alle so da draußen von euch da gekannt. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video bitte einen Hype da, einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr auch noch keine Mitgliedschaft habt, dann könnt ihr auch noch Mitglied werden bei Gipfelholz und Gipfelholz dadurch unterstützen. Ich würde sagen, schöne Fräswinkelgrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.